Willkommen zu einer neuen Folge mit uns, mit Neuland Stories, zu einer sogenannten Zwischenfolge. Der Zwifo. In den Folgen wollen wir einfach ein bisschen alte Ausbauvideos durchgehen, nochmal mit euch angucken und währenddessen Revue passieren lassen, was hat sich gelohnt, was überhaupt gar nicht, was haben wir noch in Gebrauch, was nicht, was ging kaputt. So ein paar Tipps geben zu dem, was wir da fabriziert haben und ja, euch vielleicht somit irgendwie ein bisschen Inspiration und vielleicht auch ein bisschen Warnung oder sowas zu geben. Warnung. Das auf keinen Fall machen. Genau. Ja. Das Witzige daran ist, wir haben diese Videos auch zum letzten Mal vor 3 Jahren gesehen, haben uns die jetzt auch nicht vorher nochmal angeguckt. Und deswegen, es sind unsere ersten Videos, es wird für uns etwas unangenehm, aber Es bleibt spannend. und witzig. Okay. Das erste Video, was wir angucken, heute Folge 8, ist über unser neues Radio. Letzte Woche haben wir quasi das Soundsystem verbaut. Ja. Wer da noch nicht reingeguckt hat, gerne da nochmal einschalten. Und heute geht es ums Radio. Und kleiner Hinweis vorweg dazu, damals haben, glaube ich, einige gedacht, es wird so eine Rezension zum Radio. Das haben wir da in dem Video noch nicht gemacht. Es geht wirklich nur so ein bisschen um den Einbau. Ja. Vielleicht sagen wir jetzt einfach ein bisschen was dazu. Ja. Das da, ne? Und los. Irgendwie dachte ich, diese Folge kommt schon als Das neue sagst du, Info. glaube ich, jede Woche. Nee, letzte Woche habe ich mich gefragt, Du wann es freust dich. kommt. Ja, stimmt. Aber ich dachte, das kommt jetzt schon. Auch nicht. For Soundcheck, use Headphones. Ja, mit Headphones hört man ein bisschen mehr, dass da auch ein Bass dabei ist. Wenn du das nur über Handy oder... Dann hört es sich sehr schrabbelig an und nicht gut. Wie lange wir das einblenden. Wahnsinn. Aber anscheinend haben wir das Radio schon verbaut und machen einmal Soundcheck mit unserem neuen Soundsystem. Exakt. Stimmt, den haben wir ja letzte Woche, ging das ja nicht, weil die Batterie leer war. Ja. Wir haben unser neues Radio bekommen. Ein wunderschönes Kenwood irgendwas. Ist aber auch ein langer Das ist Name. wirklich ein komplizierter Hat das Name. ganz bestimmt. Man muss sie nur irgendwie da dran kriegen. Halleluja. 2 Schrauben haben wir schon hier hinten reingeworfen, soll ja Glück bringen. Achtung. Und So. tschüss. Die haben wir bis heute nicht wiedergefunden im Nee. Übrigen. Geworfen. Verloren. Es wurde geschluckt. Die wurden geschluckt. Wir haben Münzspiel gespielt. Groot hat Was auch immer ich mit Münzspiel meine. Ja, dieses, wo man das Schrauben eine Münze gefressen. dann würde es so nach Die vorne kriegen wir nicht vermute wieder. ich mal. Also, wir haben hier jetzt schon die erste Halterung oben angebracht und wir haben am Radio dran auch schon Halterungen seitlich angebracht. Das sind diese Halterungen, die extra für die DIN 2 Radios da sind. Der alte Rahmen, der fliegt raus. Das ist auch ein Rahmen, der bei dem Radio dabei war. Hier wurde Gott sei Dank wenigstens schon diese Stege weggeflext. Das hat der Vorbesitzer schon gemacht. Das mussten wir zum Glück nicht machen. Ach stimmt, das sind immer so kleinere Radios dran. Ja. Jetzt haben wir schon 2 USB-Kabel vom Radio hier runtergelegt, damit wir hier auch noch 2 Anschlüsse haben. Da müssen wir noch mal gucken, wo wir die dann mal am Ende hinpacken. Also Ziel ist es, sie hier hinzupacken. Aber der Workaround, wie wir ihn mal nennen, Workaround. der ist hier unten drin. Und ich vermute mal, da wird er auch noch die nächsten 1-2 Jahre sein. Oder Ja. 3. Können wir bestätigen, der USB. Und hier haben das wir liegt auch noch heute da. das Mikrofonkabel, was dann irgendwann hier so irgendwie unter dem Lenkrad entlang läuft. Und hier liegt es schon mal. Das- Pause das ist drücken. dann irgendwann angeschlossen. Aber irgendwie muss ich sagen, finde ich es auch ganz praktisch unten im Schlund, Ja. in der Öffnung, weil da kann man dann auch mal das Handy anschließen und unten reinlegen weil so hätte man die ganzen Kabel, die USB-Kabel, mit denen man Handys oder irgendwas zum Laden anschließt, immer oben Das stimmt. rumhängen. Und so haben wir das jetzt da unten drin. Wir nutzen sie zwar sehr selten, aber theoretisch, ich glaube, wir haben es auch einfach nicht geändert, weil es jede Menge Arbeit wäre, das da hinzulegen, aber Ja, und weil wir es fast nicht benutzen. ja. Aber da kommen wir gleich zu einem Feature von dem Radio, nämlich, falls wir das da nicht sagen, können wir das gleich nochmal sagen. Dann brauchen wir das Kabel nämlich gar Dazu nicht. haben wir noch einen DAB Plus Adapter angeschlossen, beziehungsweise noch nicht so richtig angeschlossen, aber so halb.
Der ist dafür da, dass wir keine DAB Plus Antenne irgendwo in die Scheibe kleben müssen, sondern dass das DAB Plus dann eben die Antenne vom Dach nutzen kann. Und das Dann funktioniert geht die einfach mit drauf und wird dann noch mit dem, braucht natürlich auch noch Strom. Was macht DAB Plus? DAB Plus ist schönstes Digitalradio. Ja, also eigentlich haben wir da dann mehr Sender und ja, das wollen wir mal sehen, ob wir das so sehr nutzen. Allerdings oder trotzdem nicht hier nur in Spotify. Nee. Das schauen wir dann mal. Und der Rest des Kabelsalats ist dafür da, damit das Radio lebt. Das meiste davon können wir überhaupt nicht nutzen, weil wir, wie in einem vorherigen Video schon mal erzählt haben, dass wir keinen CAN-Bus-Adapter, den wir hier noch irgendwo liegen haben, anschließen können. Den bräuchte man, um die ganzen Funktionen wie Rückwärtsgang, Kamera auf den Rückwärtsgang legen. Das können wir wahrscheinlich alles gar nicht nutzen. Nicht nur wahrscheinlich Was nicht. man noch sieht, können ist wir auch eben nicht vom nutzen. Verstärker Aber von der neuen Musikanlage ist eben nochmal ein kleiner Kabelbaum dazugekommen. ein kleiner Kabel. Ja, das Verrückte ist halt, dass das Radio einen Mega-Kabelbaum hat. Dann hat dieser Verstärker noch einen Kabelbaum und das musste alles irgendwie da hinten rein. Ja, Das ist, guckt euch das an. Das ist ja. ziemlich viel Kabel, was Und da wir hinten brauchen reinkommt. fast nichts davon. Ja. Ich hab- Aber wer einen CAN-Bus-Anschluss hat, wer ein neueres Modell hat, der kann das Genau. natürlich alles nutzen. Ich weiß gar nicht, was das alles ist, aber ja. Ja. Und wenn ihr euch fragt, wie das da alles reinpassen soll, Das wissen wir auch noch nicht genau. wahrscheinlich so Freisprechanlagen und so. Ja. Daran arbeiten wir jetzt noch, ne? Das versuchen wir jetzt. Aber Freisprechanlage war da ja mit drin. Und das Ja, hatten das ist wir. ein Mikro, aber vielleicht muss man dann dieses Ach so. extra mitgelieferte Mikro nicht benutzen. Das kann sein. Also wer keine Freisprechanlage hat im Auto, da ist noch ein Mikro mit dabei, was man dann benutzen kann. Wie wir da einfach Stühle reingestellt haben. Ist doch praktisch. Irgendwie mag ich die Einstellung. Das können wir auch mal wieder so in den Alltag integrieren, wenn wir hier so ein paar Sachen machen. So ein bisschen weitwinklig, was hier so im Van passiert. Stimmt. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ja, da testet man noch, ob es unter den Sitz geht. Guck mal, da ist auch nur so halb reingeschoben. Da mussten wir, glaube ich, 2-3 Mal noch ran. Ich glaube, das mit der Kamera hat am Anfang die ganze Zeit nicht funktioniert. Oder wir hatten erst noch die Hoffnung, dass es... Ah nee, es funktioniert, guck. Ja. Apple Play funktioniert auch. Nee, CarPlay. CarPlay. Und das ist auch der Grund, warum wir die USB-Kabel nicht brauchen, Ja. weil das Radio hat Wireless CarPlay. Also wir können unsere Maps vom Handy, können wir Google Maps direkt auf dem Display da benutzen und brauchen nicht einen extra Monitor. Und das geht eben auch wireless und dafür brauchen wir diese USB-Teile nicht. Ja. Wobei mit meinem Handy funktioniert es nicht so gut, deswegen benutzen wir ab und an mal das Kabel. Ja, sehr selten. Sehr. Ich nehme euch mal kurz mit, was wir heute doch Was noch haben wir denn doch noch fabriziert gemacht? haben. Wir haben unsere Einstiegskante gemacht bekommen. Ist sie nicht schön? Wie sauber die da noch Richtig aussieht. schöner Abschluss. Ja. Genau. Selfmade von meinem Bruder hat er uns Danke, ein Tim. Aluminium. Ich hoffe, es ist ein Aluminiumblech. Oh mein Gott. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Naja, hat er uns zurechtgebogen, passend für die Kante hier unten und dann fest genietet. Und wir finden es richtig schön geworden. Das haben wir hier an der Seite und einmal am Hinterausgang. Hat ihm auch gefallen. Sehr schöne Arbeit. Und hinten auch, stimmt. Ist schon cool. Ja. Beautiful. Oder sogar beautiful. Beautiful. In der nächsten Folge. Oh. Oh, da haben wir uns richtig viel Mühe gegeben. Da geht's ans. Da hatte Basti richtig Lust drauf. Und sogar ausgepackt noch. Krass. Finde ich cool. Aber wir haben den Subwoofer noch hingepackt. Ja, stimmt. Es geht an Solar. Nächste Folge. Das gucken wir uns natürlich jetzt auch an. Da geht's auch schon weiter. Zum Radio können wir auf jeden Fall sagen, es ist richtig cool, es hat alle Funktionen, die wir brauchen und wollten. Also es hat alles. Ja. Ich frage mich nur manchmal, ob man wirklich ein Radio mit Wireless CarPlay braucht.
weil das ist ja deutlich teurer als eins, das mit USB-Kabel angeschlossen wird. Denn wir haben zum Beispiel unser Handy fast immer am Ladekabel auch dran. Also es steckt eigentlich trotzdem ein Kabel dran und wenn man das per USB anschließt, dann lädt es halt auch. Also es ist natürlich ein cooles Feature, wenn man kurze Strecken fährt und einfach nur ins Auto steigt und vielleicht das Handy gar nicht aus der Tasche holt, und dann ist es mega cool. Ja. Aber wenn man so lange Strecken fährt wie wir und wir es sowieso laden müssen, das Handy, dann weiß ich nicht, ob man diesen Mehrpreis zahlen muss, um Wireless CarPlay zu haben. Und mittlerweile gibt es ja auch für 20 € oder so Adapter, die man anschließen kann, und dann hat man auch Wireless. Ja. Also kann man sich gut überlegen. Ansonsten ist das Radio sehr zu empfehlen. Man braucht nicht noch irgendwie so einen Screen in die Scheibe pappen. Ja, macht sehr viel Spaß. Man kann Musik drüber perfekt steuern. Google Maps oder andere Navigationssysteme. Ja. Funktioniert alles einwandfrei. So. Wir müssen Akku wechseln. Wir müssen jetzt erstmal kurz Pause machen, weil wir haben einen leeren Akku. Und weiter geht's. Da sind wir wieder. Werbung. Achso. Da ist es! Das neue Intro. Das neue Intro! Wow, das ist laut. Ach ja. Ja, cool. Ich glaube, da haben wir nie was zu gesagt zu dem Intro. Nee. Das ist entstanden, oder die Aufnahmen sind entstanden auf unserer 6-monatigen Rucksackreise durch Südostasien, Neuseeland, USA, Mexiko und Costa Rica. Aber da gab es noch keine YouTube-Videos. Nee. Vielleicht irgendwann mal einen Film. Solarpanel. Da ist das gute Stück. Schön sieht's aus. Da dachten wir, es wird ein super einfacher Tag. No. Die Krähen haben uns schon ausgelacht. Hi zusammen. Ich befinde mich gerade auf dem Dach von unserem guten Van und habe jetzt schon ein bisschen Vorarbeit geleistet, indem ich schon mal das Dach mit einfach nur Wasser und Reinigungsmittel hey, guck mal, ich habe die gleiche Jacke an. Stimmt. Ja, vorgesäuert habe. Und ja, jetzt geht's gleich da dran, die ersten Steps Richtung Solarpanel aufs Dach. Wir haben nämlich das Problem hier bei unserem Fiat Ducato, dass der ein sehr welliges Dach hat und dass wir die Spoiler, die für das Solarpanel mitgeliefert werden, nicht eben oder nicht vollständig aufs Dach verkleben können. Und deswegen haben wir jetzt hin und her überlegt, haben auch so ein paar Zweifel gehabt, ob das denn überhaupt hält, wenn wir das einfach nur kleben, ob das überhaupt hält, wenn wir es quer kleben, oder ja, haben uns dann einfach was das in die Länge gezogen durchgelesen und uns auch mit ein, zwei anderen YouTubern unterhalten, die das schon vorher gemacht haben und verklebt haben und ja, uns einfach ein bisschen die Sorge genommen haben, dass das irgendwie uns vom Dach fliegt, und wir uns jetzt endlich dazu entschlossen haben, das Solarpanel vorne quer aufs Dach zu kleben. Genau, und dafür basteln wir uns eine kleine Untergrundkonstruktion aus 2 mm dickem, ist es glaube ich, ne? 2 mm dickem Aluminiumblech. Das machen wir dann auf die äußeren Kanten und überdecken so diese Rille, um uns dann eine Ebene zu schaffen, wo wir dann das Solarpanel mit den Spoilern draufkleben können. Ich weiß nicht, ob wir das noch sagen, aber was wir eigentlich sagen wollten war, das Solarpanel war zu breit für unser Dach. Also wir hatten es eigentlich ziemlich genau ausgemessen. Wir haben aber nicht mitbedacht, dass der Ducato außen runde Kanten hat. Ja. Und das Solarpanel war so breit, dass wir das halt einfach nicht eben aufkleben konnten. Und deshalb haben wir diese Übergangslösung gebaut mit Aluminiumblech. Svennys Papa. Ja, mein Papa. Svennys Papa. Mein Papa hat uns das gebastelt, und wir hatten aber trotzdem super Sorge, dass das halt nicht hält. Ja. Weil wir keine Erfahrung hatten mit Sikaflex-Kleber oder wie stark das ist, oder dass wir halt dann auf der Straße fahren und uns das Solarpanel... Tut's aber zum Glück nicht. Hält bombenfest, und die Halterungen sind jetzt natürlich so genau an alles angepasst, dass da wirklich das perfekt alles drauf passt. Ja. Als 6. Schritt
bereiten wir die Untergrundfläche Krähen. vor. Und dazu benutzen wir einmal den Activator 205 von Sika. Und danach kommt dann noch der Primer 210 obendrauf, bevor dann tatsächlich der Sikaflex, also der tatsächliche Kleber, dann obendrauf kommt und dann so laut? Mit dem Aluminiumblech und dem Spoiler verklebt wird. Tatsächlich hatten wir so ein Komplettset für unser Solarpanel. Da wurde auch ein Kleber mitgeliefert, aber weder ein Activator noch ein Primer noch irgendwelche Informationen, wie es irgendwie am besten hält. Genau, aber jetzt nach ganz viel Lesen und Angucken und ja, Austauschen ist es auf jeden Fall jeder Euro wert. Also wir hoffen natürlich, jeder Euro wert. Noch können wir nicht aus Erfahrung sprechen, aber ich hoffe, wir können bald aus Erfahrung sprechen, dass es jeden Euro wert war, diesen Activator und Aktivator und Primer zu kaufen. Ja, weil die einfach viel besser binden sollen. Mehr Wörter fallen mir gerade nicht dazu ein, was ein Kleber sonst noch ganz gut sollte, so. aber es macht ihn auf jeden Fall stark. Genau, und das machen wir jetzt. Dazu haben wir so einen kleinen Becher, weil ja, wir das mit so einem Bester Joghurt da drin. Das soll tatsächlich die beste Methode sein, mit einem Schwamm auftragen werden. Hier Werbung für den Joghurt. Ich weiß gar nicht, wie der heißt nochmal. Das brauchen wir auch nicht nennen. Kam uns nicht so gut vor, deswegen werden wir das in so eine kleine Plastikschale eingießen, den Schwamm einschubsen und einmal den Activator auftragen. Und das gleiche wiederholen wir dann auch noch mit dem Primer. Los geht's! Gott sei Dank. Ich meine, dafür, dass wir sonst immer so wenig erzählt haben in den Videos, haben wir da aber mal... Dann wurde ich gesprächig. Ich glaube, die ganzen Sachen, die wir immer genutzt haben, die sind auch in dem Originalvideo unten in der Beschreibung drin. Also wen das interessiert, was für Sika, Primer, Activator... Wir haben uns doch nochmal umentschieden von Plastik zu Glas. Hatten wir Angst, dass es durchätzt? Keine Ahnung. Ja, man sieht halt so oft, dass da steht, auf keinen Fall auf die Haut bekommen. Und da hatten wir ein bisschen Angst davor, glaube ich. Scheint ein anderer Tag zu sein, ich habe was anderes an. Ja. Das hast du ja auch und da haben wir wieder einen Plastikbecher. Was da alles vermixt wurde. Ist das vielleicht der Primer? Erst der Activator und dann der Primer? Ja, genau, stimmt. Deswegen haben wir das in unterschiedlichen Gefäßen. Wir hatten einfach nicht 2 Joghurtbecher. Der Job wurde mir überlassen. Basti ist die Bauaufsicht. Ja. Ich gucke, ob du das ordentlich machst. Und auch da kann man wieder sagen, wir hatten immer so perfektionistisch, wir hatten immer Angst, dass wir zu wenig und dass es rausquillt oder irgendwas nicht stimmt. Und wir waren immer so... Ach. Aber dafür ist es auch heute noch auf dem Dach. Mhm. Ohne falsch aufkleben. Ja, also das muss man auch sagen, wenn man diese Kleber benutzt mit den ganzen Gelöt, dann ist es auch fest. Also wenn es dann einmal einen Tag getrocknet ist, man will das wieder umsetzen, das ist nicht mehr. Ich glaube, wir hatten das mal aus Versehen auf dem Stein drauf und da ist ein anderer Stein drauf gewesen. Das haben wir nie mehr auseinandergekriegt. Schön anrauen vorher, auch wichtig. Ja. Dann den Solarpanels haben wir jetzt quasi eine ähnliche Konstruktion an Aluminiumblech dran, was da jetzt oben drauf kommt. Ja. Ja, da hilft der Papa. Man muss ja auch sehen, was er da selber gebaut hat. Ich muss sagen, wenn ich das so sehe, ist das erste Mal in unseren Ausbauvideos, dass ich da so ein bisschen Lust drauf kriege, das wieder nochmal sowas zu machen. No way. Guck mal, Zack.
Mega cool. Langsam wird's grootiger. Das war's schon. Nee. Doch, das war's schon. Krass. Oh. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so schnell vorbeigeht. Das war eine spaßige Aufgabe, Leute. Oh ja. Und da wurde es wieder kalt. Irgendwie ist das alles ein Hin und Her. Hey Leute, was geht? Gutes Wetter, gute Laune. Ich lieb's. Richtig gut. Gutes Wetter, gute Laune. Ja, Daran sollten wir uns mal heute, so ist es ja auch. ja, wir haben ja auch gutes Wetter und wir sollten gute Laune haben. Ja, Das ist ein kleiner Reminder. Ich glaube, den Schnipsel, den müssen wir mal rausschneiden und für irgendwas benutzen. Ja. Finde ich auch richtig gut. Finde ich richtig gut. Aber das war's schon. Das war wieder die Reaktion der Woche. Die Reaktion der Woche. Unser Wortschatz ist heute auf jeden Fall nicht der beste. Aber ja, das war's mit der Folge. Wir hoffen, ihr hattet wieder genauso viel Spaß wie wir, mit uns diese alten Videos zusammen anzugucken. Uns macht es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Manchmal müssen wir uns aufraffen und währenddessen finden wir es mega gut und Ja, stimmt. haben danach mega gute Laune. Und ja, Emoji der Woche gibt's natürlich auch hier. Haut in die Kommentare entweder eine Sonne oder einen lachenden Smiley. Ja. Sag ich mal so. kann ich so bestätigen. Würde ich auch so machen. Wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, macht das natürlich gerne. Darüber freuen wir uns gewaltig. Und ihr verpasst nicht, wenn es diesen Sonntag weitergeht, Ja, wo wir hier sind aktuell bei Ja. gutem Wetter. ja, Support-Herz in die Kommentare. Was machen wir noch? nix. Nix, das war's, ne? Das war's. Also sehen wir uns nächste Woche. Gutes Wetter. Gute Laune. So. Irgendwie bin ich nie so pingelig mit Ist ja den Haaren und allem wie bei den Wenn man sich hier so lange sieht an der gleichen. Ja, eigentlich schon, ne?